So, Freunde, mir geht's wieder besser, meine Heiserkeit ist nahezu weg. Unser erster Kandidat der heutigen Schlachtnacht ist der Audi A4 Limousine von Mini-Champs. Für mich persönlich einer der besten Mini-Champs-Modelle überhaupt, abgesehen vom RS4 natürlich. Ne? Der ist jetzt hier auf den Schrott gekommen, klar, jetzt fehlen die Felgen, Spiegel, ein Rücklicht, ein Scheinwerfer. Und der Unterboden ist zersägt und beklebt, also hier ist überall Kleber. Und der ist auch, oh, Kofferraumdeckel ist abgefallen. Ja, naja, taugt nur noch als B-Ware. Ich werde jetzt hier nochmal den Auspuff abmachen und separat anbieten. Preislich ist dieses Modell stark. Oh, guck mal, der Spiegel. Kofferraumdeckel. Auch nicht defekt, das ist freundlich. Interessant ist auch hier, dass hier noch diese Schutzfolie auf dem A4-Schriftzug ist. 3,2 Liter Quattro. Oh, Quattro. So, jetzt mache ich jetzt mal hier den Auspuff ab. Viel kann ich über dieses Modell nicht erzählen. Man kann alle 4 Türen öffnen, man kann den Kofferraumdeckel, oh, Motorhaube abmachen. Nein, die geht. Also alle 4 Türen gehen auf. Ist echt wirklich eine der besten Mini-Champs-Modelle überhaupt. Preis-Leistungs-Verhältnis ist noch ganz gut. Die Preise ziehen zwar an, besonders für den Avant. Da gehen schon die Preise über 100 Euro und es wird immer schwieriger, einen unter 100 Euro zu bekommen, aber es ist nicht unmöglich. Man kriegt sie immer noch mit viel Glück, den einen oder anderen A4 Limousine oder Kombi auch mal unter 100 Euro. Nur ein bisschen Geduld und lasst euch nicht auf diese Spekulantenpreise ein. Ja, oh, hier ist ein Scheinwerfer indet. Also ein Glas fehlt definitiv. Warte. Oh, warte. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass der Vorbesitzer mir noch ein kleines Tütchen mitgegeben hat. Aha, da ist das fehlende Rücklicht drin. Und ein Kofferraum. Und die B-Säulenverkleidung. Schon mal Gurte, das ist auch schon mal gut. Hier ist das Rücklicht. Perfektomat. Also, es fehlt nur noch das Scheinwerferchen. Und halt die beiden Kofferraumdeckel und Motorhaube sind lose. Gut. Weniger Arbeit. Oh, Innenausstattung ist auch schon lose. Gurte hatte, das habe ich eben schon erwähnt. Teppich hatte auch. Eine Mittelarmlehne zum Betätigen. Das ist auch schon ganz cool. Sonst leider keine Funktion. Aber schön. Farbe sehr schön gemacht. Nicht glänzend oder irgendwie so wie bei einigen Billigherstellern. Richtig perfekt. Ja, ich schwärme ein bisschen für das Auto. Nicht für das Auto, aber für das Modell. Ich bin jetzt kein A4-Fan. Das sage ich euch jetzt schon. Der ist mir einfach für meine Bedürfnisse zu klein. Ich fahre immer etwas größere Autos. So. Wer wissen will, was für ein Auto ich fahre, der muss auf den YouTube-Channel Lost Cars gehen. Und ich glaube, in meinem ersten Video von Lost Cars seht ihr auch mein Auto im Hintergrund. Also wenn ihr das wissen wollt, mein Auto ist präsent. Opa. Das Armaturenbrett. Das Armaturenbrett fehlt. Windschutzscheibe intakt. Krass, das Armaturenbrett fehlt wirklich. So, brauche ich das auch nicht mehr. So. Ja, viel kann ich euch über dieses Auto halt nicht erzählen. Und was ihr eh nicht schon wisst. Preislich ist er jetzt, wie gesagt, stark steigend. Es wird immer schwieriger, aber nicht unmöglich. Das habe ich ja auch schon gesagt. Und von der Qualität her ist er wirklich top. So typische Krankheiten wie Zinkpest und so weiter ist mir nicht bekannt. Wo der Wert irgendwann mal hingeht, kann ich euch nicht sagen. Aber er wird definitiv noch steigen. Also der wird sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 100 und 200 Euro... Oh, die Tür ist lose. Wo ist die Tür lose? Hallo? Da fehlt schon die Schraube. Oh, der auch. Fehlen alle Schrauben. Außer hier. Guck mal, ich klopfe auf die Tür, ne? Die andere löst sich. Komisch, warum löst die sich nicht? Die Tür auch schön abgegangen. Ach, guck mal, wie viel Wert sich Mini-Champs damals gelegt hat, ne?
Wenn ich mir jetzt den 190er angucke, aus dieser neuen Kollektion von Mini-Champs, wo nichts aufgeht, das war ja echt eine Zumutung, das Modell. Selbst für mich, derjenige, der die Dinger nur zerlegt. Boah, ich meine, ich war ja geschockt von der Qualität, ne? Das hätte Mini-Champs zu der Zeit, wo dieses Modell auf den Markt kam, sich nicht getraut. Ja, ich hoffe, Mini-Champs guckt auch meine Videos. Ich weiß, dass einige Hersteller sich meine Videos auch angucken. Mit englischen Untertiteln zum Teil. Also zumindest ein paar Mitarbeiter von denen. Aus sicherer Quelle. Nämlich von denen selber. Ja, Alter, was ist denn da los, ey? Was ist los hier? Warum nichts abgehen? Ja, geht doch. Geht. Alter, was ist los mit dir? So, und wir nähern uns auch schon dem Ende. Weil das Auto ist ja eh generell ein Wrack. Na, also dieses Modell hier. Das ist nett. Scheinwerfer. Kann man hier rausdrücken, ne? Was suche ich denn da, ey? Ja, der Motor hätte jetzt nicht die Schwerkraft zugeschlagen, hätte ich ein cooles Video gehabt, aber gut. So. Ja, der Motor ist nun eine Platte. Da steht hier V6 3,2 FSI. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, ne? So. Was ist das denn hier? Weg damit. So, einige Leute haben es immer noch nicht kapiert. Diese Videos hier, die ich jetzt hier mache, die dienen ja euch zwar quasi als kleine Hilfe, Wegweiser und hier und da, aber im Endeffekt geht es eigentlich nur um eine Sache bei meinen Videos hier bei den Zerlegen, nämlich, ihr guckt mir zu, wie ich arbeite. Ne? In erster Linie zerlege ich diese Modellautos nicht aus Spaß oder aus Freude, dass ich mir so ein YouTube-Video machen kann, sondern das ist mein Job. Ne? Es ist mein Job, diese kaputten Modellautos oder nicht kaputten Modellautos zu zerlegen und die Teile zu verkaufen. Das haben noch nicht alle Leute so begriffen. Ich mache das nicht für das Video, ich mache das, weil ich das arbeite. Ne? Nicht verwechseln. Also ich schmeiß die Dinger nicht danach in den Müll oder so. Ne? Was einige YouTuber ja machen, wenn die irgendwas zerlegen oder zeigen. Die schmeißen es weg oder hauen mit dem Hammer drauf. Also mache ich ja auch. Aber nicht bei diesen Autos jetzt hier. Aber ihr guckt mir einfach quasi über die Schulter, wie ich halt die Modellautos zerlege. Normalerweise würde ich jetzt noch Musik hören dabei und dabei singen und tanzen und keine Ahnung was, der Kuckuck auch immer und dabei zerlegen. Nur jetzt läuft halt die Kamera mit. Und wenn mir was schief läuft, dann fluche ich eigentlich extremst. Aber naja, das kann ich ja nicht machen, weil ja auch Kinder zugucken. Und Leute, die fluchen nicht abkönnen. Ja, so. Wie gesagt, die Teile, die ich hier ausbaue, die kommen nicht in den Müll oder sonstiges. Die kommen bei mir in den Online-Shop und da werde ich die Teile verkaufen. Und viele Leute kaufen diese Teile auch. Deswegen habe ich ja auch immer so viel Neuankömmlinge, ne? Weil die Nachfrage ist gigantisch. Und ich komme mit dem Produzieren der Teile kaum noch nach. Ja, und das ist halt mein Job. Und ihr guckt halt zu. Wenn ich euch dabei noch helfen kann, ist das natürlich ein positiver Nebeneffekt. Aber im Endeffekt guckt ihr mir einfach nur über die Schulter. Das war es eigentlich auch schon. So, ich hoffe, es hat jetzt auch der Letzte es kapiert. Ich werde das natürlich auch mit Untertitel auf Englisch machen. Das ist aber automatisch übersetzt von YouTube. Und ich habe schon so ein bisschen beim Überfliegen gelesen, dass es nicht wirklich 1:1 mit mir passt, die Übersetzung. Aber wenn ich mich jetzt noch hinsetze und die Übersetzung kontrolliere, dann werde ich wahrscheinlich kein Familienleben mehr haben und
alles wird den Bach runtergehen und dann hat das auch alles keinen Sinn, weil halt verdammt viel Zeit darauf gefressen wird. Bitte habt Verständnis, dass dieses Übersetzungsprogramm von YouTube es nicht immer richtig meint. Aber ihr wisst ja schon, ihr kennt euch ja damit aus, die Leute, die die Untertitel nutzen, dass das nicht immer passt und deswegen habt Verständnis. Irgendwann, wenn ich reich und berühmt bin und Profis einstellen können, die halt die Kamera halten und nicht so ein billiges Amazon-Stativ, dann werde ich vielleicht auch schaffen, die Texte auch vernünftig zu übersetzen. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg und dazu brauche ich wie immer eure Hilfe. So, genug geschwafelt. Danke fürs Zugucken. Das war Video Nummer 1. Die Teile werden jetzt hier gleich abfotografiert, eingelagert und dann kommen sie auch online. So, danke fürs Zugucken. Bis demnächst.